Was haben Tech und Dating gemeinsam? Leute wissen bei beiden nicht, was sie tun. Deshalb sind wir für euch auf ein Date gegangen, Und haben über Tech gesprochen. damit ihr es nicht müsst. Gern geschehen. Wenn wir so ein bisschen über den klassischen Nerd sprechen, über den Techie, gibt es den? Sind Techies einfach wirklich anders oder sind das vielleicht verkannte Genies? Was würdest du sagen? Ich glaube, anders trifft die Sache ganz gut. Und ich glaube, jeder, der wirklich gut ist im Bereich Tech, der würde bei den Worten verkannte Genies wahrscheinlich einfach schreiend aus dem Raum rennen. Ich habe sehr viel Glück gehabt, dass ich in meinem Leben sehr viele Softwareentwicklerinnen und Entwickler oder Leute, die im Tech-Bereich gearbeitet haben, kennengelernt habe, die unfassbar großartig sind in den Dingen, die sie tun. Hochspezialisiert, hochintelligente Menschen. Wenn man denen das sagen würde, dann wären die wahrscheinlich einfach massiv damit überfordert. Und ich glaube, ganz oft ist es vielleicht so, dass viel in die Richtung, wie nimmt man die Person als Genie wahr, daher kommt, dass wir einfach eine vollkommen andere Sprache sprechen. Wir reden über RAM, Null Pointer, Exceptions, Stack Overflow, Fancy Wording, ja, Buzzwords. Stopp. Das ist genau der Punkt. Das ist ja genau der Punkt, weißt du, das ist wie ein Arzt, der mit lateinischen Begriffen um sich schmeißt und den wir so total in den Himmel loben und unglaublich wertschätzen. Wo ist da die Menschlichkeit? Also ich glaube erstmal, dass du da einen sehr guten Vergleich gefunden hast, weil ich glaube, das, was so Ende letzten Jahrtausends noch oder irgendwie so in den 90ern, Nullerjahre irgendwie so diese quasi Götter in Weiß waren, das sind so aktuell so ein bisschen so diese IT-Typis, ja, die dann, genau, und also die werden halt einfach wie fucking Rockstars behandelt auch, ne? Also das ist, und es ist halt einfach total unnötig, weil es sind natürlich nur Menschen, die einfach Glück haben, sich mit einem Thema auseinandergesetzt zu haben, was sie sehr stark interessiert. Das sind die Leute, die es quasi exekutiv ausführen, Unternehmen dazu befähigen, sich zu digitalisieren auf dem technischen Bereich. Als Mensch der Maschine schon näher als dem Menschen, zumindest für den Laien. Genau, und das ist, glaube ich, aber gar nicht mehr unbedingt nur so der Fall. Ich glaube, dass einfach viel Unsicherheit kommt, weil viel weniger gefragt wird, was steht denn eigentlich dahinter. Das ist einfach, dass ich es schade finde, dass Leute sich im Bereich Tech abgehängt fühlen, nur wegen Wörtern und nur weil wir als so auserwählte, erlesene Elite, die Tech verstanden haben, uns zu fein dafür sind, diese Dinge richtig zu erklären. Nur aus diesem Grund möchte ich nicht einfach Menschen vergraulen und irgendwie diesem Thema gegenüber einfach keine offene Tür bieten. Das ist so ein bisschen wie vielleicht ich den guten Arzt suche, der sich die extra 5 Minuten nimmt und einfach mir in Deutsch erklärt, was eigentlich gerade mit meinem Körper los ist. So möchte ich ja den IT-Consultant haben oder die IT-Consulting-Firma, die einfache und richtige Worte findet, um mir Dinge zu erklären. Und das ist ja mein Anspruch. Das heißt, du versuchst so ein bisschen die Brücke zu bauen zwischen den Techies und den Normalos? Ich glaube, das ist mein Job. Also ich sehe das als Teil meines Jobs, den ich sehr gerne mache. Also wenn ich von meinem Job rede, es ist halt immer sehr schwierig, weil ich habe sehr viel Schwierigkeiten damit, so zwischen Job und Privatleben ab und zu differenzieren, weil ich bei beiden Dingen 110% geben möchte, weil es mir am Herzen liegt. Also wenn ich einen Job hätte, der mich nicht komplett ausfüllen würde, dann könnte ich ihn halt auch nicht so tun, wie ich ihn tue. Und natürlich ist ein Bereich dabei, dass du mit Kunden sprichst und dass die Kunden sagen, wir haben folgendes Szenario und wir brauchen irgendjemanden, der uns hilft, eine Befindlichkeit, irgendwo, wo wir eine Lösung liefern sollen. Und wenn du dann in dieses Gespräch gehst und irgendwie einfach nur so Name-Dropping betreibst und irgendwie Fachchinesisch. Genau. Ja. Ich glaube nicht, dass das
unterm Strich langfristig kompetent wirkt, vielleicht für den Moment. Aber wenn du die Leute abholst und in der gleichen Sprache Dinge erklärst, dann fühlt sich die Person abgeholt und auch vor allen Dingen gewertschätzt. Also ich möchte ja meine Kunden auch wertschätzen. Ich möchte ja, dass die aus dem Gespräch mit uns rausgehen, mit mir rausgehen und sagen, okay, ich habe einfach verstanden, wo der von der geredet hat. Und ich glaube, das ist was vielen so IT-Unternehmen gerade einfach noch fehlt, so ein bisschen diesen Übersetzer. Und was sich, glaube ich, auch aber Stück für Stück wandelt. Also früher hat man halt gesagt, ja, irgendwie unsere IT-Bude oder halt irgendwie Dienstleister XY, der haut halt irgendwelche Begriffe raus, wir haben keine Ahnung, wovon er redet, aber er wird schon wahrscheinlich das Beste machen. Wir können es ja eh nicht prüfen. Genau, und die Zeit ist vorbei. Also du willst halt, dass die Leute verstehen, was da passiert, weil es hat ja nicht nur diesen kleinen Impact auf das Unternehmen, sondern es ist einfach so bei Digitalisierung und also bei einer disruptiven Digitalisierung in Unternehmen ändert sich so viel an der Unternehmensstruktur, du musst die Leute abholen. Sonst sind die irgendwann verloren und dann bildet sich Misstrauen und dann bildet sich Frust und dann sucht man sich ein anderes Unternehmen oder Digitalisierung funktioniert nicht.